Servus Leute, das Sommertraining hat für viele von uns begonnen und heute bei Marcel's Hockey School werde ich euch zeigen, was ihr braucht, um ein gutes Summer Skills Training zu Hause machen zu können. Es sind so viele Produkte mittlerweile fürs Off-Ice Training auf dem Markt und es kann echt verwirrend werden, aber man braucht eigentlich nicht allzu viel, um gut zu Hause trainieren zu können. Heute zeige ich euch, was ihr unbedingt daheim haben müsst und dann auch vielleicht ein paar Produkte, die sinnvoll sind, aber nicht unbedingt die Must-Haves sind. Legen wir los! So, wenn ich ein einziges Produkt für Sommertraining haben könnte, wäre es ein Green Biscuit, weil man einfach auf die Straße damit Stickhandling kann. Es gibt keine Ausrede mehr, dass man keinen Stickhandling im Sommer üben kann. Es funktioniert natürlich gut auf einem glatten Boden, aber auf die Straße funktionieren viele Pucks nicht. Green Biscuit ist richtig klasse dafür. Es gibt auch den Green Biscuit Snipe. Die ist für Schießen gedacht, weil mit dem Green Biscuit kann man schon schießen. Allerdings bei einem harten Schuss gegen vielleicht einen Torpfosten kann es sein, dass es bricht. Also es hält schon einiges aus, aber nicht alles. Mit dem Green Biscuit Snipe kann man schießen, aber ich bin kein Riesenfan davon. Ich denke, schießen kann man sehr gut mit normalen Pucks und einer Schussplatte üben. Und zum Mischen ist der Green Biscuit nicht so gut. Der Abrieb ist relativ gut, wie man sieht. Es ist ein bisschen wie ein Pfannkuchen geworden, diesen Green Biscuit Snipe. Wenn man wirklich einen Puck möchte, um zu schießen, gibt es Pucks von der Firma namens Smart Hockey, Smart Hockey Puck. Der hat ein gutes Gefühl, der rutscht relativ gut und man kann auch dagegen gegen einen Pfosten knallen, passiert absolut gar nichts. Und Green Biscuits gibt es in alle möglichen Anfertigungen. Das ist der Custom Marcel's Hockey School Green Biscuit. NHL-Mannschaften, Nationalmannschaften, unterschiedlichen Farben. Echt eine coole Sache. Ich zeige euch nur ganz kurz. Also wie gesagt, meine Straße ist relativ rau. Der Green Biscuit bleibt flach. Ich nehme einfach hier kurz den Smart Hockey Puck. Es rutscht nicht ganz so gut, aber er hat ein richtig schönes Gewicht. Es fühlt sich vom Gewicht her wie ein richtiger Eishockey-Puck an. Und wenn man dagegen gegen eine Mauer sowas knallt, passiert absolut gar nichts. Das Ding ist keine Ahnung, wie viele Jahre alt ist und immer noch in Top-Zustand. So, ich habe gerade vom Stickhandling auf der Straße geredet. Eine sehr coole Sache, außer vielleicht für seinen Schläger, die dann sehr schnell kaputt gehen wird. So, was hat man da für Optionen? Man kann sich einen Holzschläger kaufen, einen billigeren Holzschläger kaufen fürs Off-Ice-Training. Die kommen meistens in eine Fiberglasschaufel, die nicht so schnell abreibt auf die Straße. Oder macht's wie ich und nehmt euch einen Hockey Wraparound. Das ist so eine Plastikhülle, die man über seinen Eishockeyschläger drauf tut. Jetzt gibt es unterschiedliche Hersteller mittlerweile, auch Bauermarkt 1. Ich kann nicht beurteilen, welcher Hersteller das am besten macht. Ich sage nur, sowas ist echt klasse, weil man seinen echten Eishockeyschläger auf die Straße nutzen kann. Das Gefühl ist auch echt ordentlich. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht wird das Plastik hier ein bisschen stören beim Mischen. Eigentlich nicht wirklich. Der Schaufel fühlt sich vielleicht ein kleines bisschen weicher an, als wenn man einen richtig harten Eisschaufel spielt, aber es stört eigentlich gar nicht. Man muss es nur drauf tapen. Einige kommen auch mit einem Knopf, damit man keinen Tape nutzen muss. Ich finde es eine echt klasse Sache. Ich würde nicht zurück zu einem Holzschläger gehen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Wraparound. So, was braucht man noch? Einen Tennisball. So simpel, dennoch für mich unentbehrlich als Teil eines Summer Skills Training. Ich weiß nicht, wie lange, wie oft, als ich jung war, einfach ein Tennisball gegen eine Mauer gehauen hat. Ich glaube, das hilft unheimlich mit der Hand-Auge-Koordination, mit Abfälschungen. Man kann unterschiedliche Varianten machen. Vorhand auf Rückhand. Hopp. Hätte ich ein bisschen länger üben müssen. Da haben wir es. Man kann es in der Luft einfach balancieren. Vorhand, Rückhand, unterschiedliche Übungen. Aber ein Tennisball kostet gar nichts. Und für die Hand-Auge-Koordination, für Abfälschungen, Scheiben aus der Luft pflücken im Spiel, wirklich unentbehrlich. So, für mich das Allerwichtigste, was man im Sommer üben muss, das Schusstraining. Weil es einfach im Winter auf dem Eis oft zu kurz kommt. Von daher, falls ihr die Möglichkeit habt, irgendwo zu schießen, euch ein Tor kaufen könnte mit so einem Backstop oder es gibt auch diese Torwände mit Löchern, auch super. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt zu schießen, dann tut es. Und ich finde auch sehr, sehr sinnvoll Zielscheiben. Ihr müsst ihn auch nicht kaufen, ihr könnt einfach Dosen von dem Tor hängen, weil
Auf dem Eis muss man auch zielen. Man schaut auch nicht auf ein leeres Tor, da ist der Torwart drin. Man sollte eigentlich die Lücken erkennen können. Ich finde es einfach ein bisschen spezifischer, wenn man Zielscheiben oder so einen Shooter-Tutor, ein Torwand mit Löcher drin hat. Die Scheiben hier sind magnetisch. Ich dachte erstmal, es ist richtig cool. Ich wusste zwar natürlich, wenn ich sie treffe, dass die runterfallen werden, aber jetzt bin ich eigentlich kein so Riesenfan mehr davon, weil einfach bei einem härteren Schuss, zum Beispiel gegen den Pfosten, dann fallen oft 2 Zielscheiben von alleine weg. Das ist ein bisschen suboptimal. Also eine Zielscheibe, die man drauf befestigen kann oder ein Torwand mit Lücken, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Und schießen muss man unbedingt. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu schießen, findet einfach irgendeine Mauer irgendwo, wo ihr schießen könnt. Markiere ein Ziel drauf. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, einen Sommer habe ich nur Wohnung gehabt, können nirgendwo schießen. Ich bin dann ungefähr 1 Kilometer marschiert, um irgendwo schießen zu können, einfach gegen eine Mauer, weil das so wichtig ist im Sommer. Connor Bedard mag das, wir müssen es auch. So, was braucht ihr noch zum Schießen? Natürlich eine Schussplatte oder ein glatter Unterboden, wo ihr schießen könnt. Ich poste ein Video oben zu einer selbstgebauten Schussplatte, die ihr sehr leicht zu Hause machen könnt. Und natürlich auch dann genügend Pucks. Ich kenne es sehr gut. Ich war irgendwann mal bei den Privatstunden bei einem meiner Spieler. Bei ihm zu Hause zum Schießen und er hatte 7 Pucks. So, wir haben mehr Zeit verbracht, Scheiben zu suchen, als Scheiben zu schießen. Das ist wirklich suboptimal. Ich würde empfehlen, mindestens 20 Pucks zu haben. 50 wäre besser. Dann hat man mehr Zeit zum Schießen und muss man sie nicht so lange immer suchen. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch das Tor treffen kann bei den kleinen Zielen. Oh, Mist. Ja, zweiter Versuch. War echt okay. So, und das letzte Teil, wo ich der Meinung bin, man braucht es unbedingt fürs Sommertraining, Inliner. Ich weiß, dass einige Coaches noch kein großen Fans davon sind. Einige haben auch Angst, dass man seinen Laufstil kaputt machen wird. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben. Aber ich finde Inliner, außer man hat 9 oder 10 Monate oder mehr Eis im Jahr, dann kann man ruhig sich 2, 3 Monate Pausen vom Skates gönnen. Ansonsten Inliner, zum Beispiel bei uns in Landsberg, wir haben nur 7 Monate Eis. Inliner, unheimlich wichtiges Bestandteil vom Sommertraining. Natürlich kann man nicht irgendwie Hockey-Stops drauf üben oder richtig enge Punch-Turns, aber es gibt so viele Sachen, die man drauf üben kann. Hip-Hopreneurs, Übersetzen, sehr viel Vorwärtslaufen, Rückwärtslaufen. Man kann wirklich auf seine Technik achten und darauf spezifisch arbeiten, auch im Sommer. Auch Stickhandling auf Inline ist überragend. Und was ich einfach euch zeigen wollte, einfach mein Lieblingstrainingskamerade, mein Stuhl, weil man keine teure Durchdengeln Ausrüstung im Sommer braucht. Man hat viel zu Hause, Dosen, Pucks oder mein Stuhl. Wo man auch hervorragend durchmischen kann. Wenn man eher Outdoor spielt, dann nimmt sich härtere Outdoor-Rollen für die Inliner. Die kann man aber sehr schlecht auf einen glatteren Indoor-Boden verwenden. Oder wenn man hauptsächlich Indoor spielt, dann nimmt man sich weichere Rollen. Die kann man auch ziemlich gut draußen verwenden, nur die gehen etwas schneller kaputt, weil sie weicher sind. Inliner noch umstritten, aber für mich ein Must-Have. So, bevor wir zu den Produkten oder Trainingssachen gehen, die auch schon sinnvoll sind, aber für mich keine Must-Haves sind. Ein wichtiger Punkt, vor allem für Kinder. Das beste Skills-Training in der Off-Season für Kinder ist, andere Sportarten zu machen. Weil wenn du ein guter Athlet bist, wenn du deinen Körper beherrschen kannst, es sei es dann beim Turnen, Schwimmen, Fußball, Basketball, Kampfsportarten, egal was, wenn du deinen Körper bewegen kannst, wirst du jegliche Eishockey-spezifische Skill schneller lernen. Also das heißt nicht, dass man ein halbes Jahr komplett ohne Schläger und Puck gehen soll. Nein, ich finde, im Sommer soll man den Schläger in der Handhöhe üben, vor allem Schüsse oder Stickhandling. Das kann man üben. Aber noch wichtiger, wirklich noch wichtiger, bitte, bitte, lasst eure Kinder andere Sportarten machen. Unheimlich wichtig. Wenn ihr Fragen zu diesen Produkten habt, schieß einfach los in den Kommentaren. Und jetzt gehen wir zu den Sachen, die ich persönlich gut finde, aber vielleicht keine Must-Haves sind.
So, kommen wir zu ein paar weitere Produkte, die ich nicht als Must-Haves betrachte, aber schon sinnvoll sind. Holzkugel kostet kaum was, hat fast jeder. Ich bevorzuge einfach einen Puck, weil ich finde, dass wir auch im Eis auch mit einem Puck spielen, das Sommer Off-Eis auch mit einem Puck trainieren, wenn das möglich ist. Aber der Holzkugel ist eine sehr gute Ergänzung, nutzen wir öfters als Ergänzung, weil es sehr leicht ist. Dadurch entwickelt man sehr, sehr schnelle Hände, kostet kaum was, also macht es auf jeden Fall Sinn, eine Holzkugel in der Off-Ice-Trainingstasche zu haben. So, was gibt es noch? Slideboards, gedacht um Lauftechnik zu üben. Ich finde, als Reha-Produkt für die Adduktoren, für vielleicht ältere Spieler, macht es schon Sinn. Ich würde nicht unbedingt auch in der Off-Season das Lauftechnik auf dem Slideboard für eine jüngere Spieler trainieren. Wie gesagt, mach lieber dann eine andere Sportart. Allerdings für Torhüter, die lernen einen Butterfly Slide zu machen. Man kann sehr, sehr gut einen Butterfly Slide auf Eis auf dem Slideboard trainieren. Viele junge Torhüter tun sich sehr schwer mit dem Ablauf des Butterfly Slides. Und wenn man ein Slideboard daheim hat und so Überziehhüllen für die Schienen, man kann die Schienen auch auf dem Slideboard anziehen und sehr gut Butterfly Slides üben. Nicht zu viele Butterflies, auch im Sommer. Das Torwartspiel mittlerweile sehr, sehr anstrengend für die Hüften, aber um den Butterfly Slide zu lernen finde ich ein Slideboard sehr, sehr gut. Dann gibt es auch noch das Nonplusultra vom Off-Ice-Training, synthetisches Eis. Habt ihr das schon mal probiert? Ich schon. Es ist gut. Es ist besser wie Inliner, finde ich. Es ist aber teuer. Und es gibt unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Qualität. Man muss wirklich probieren, wie das ist. Es ist viel anstrengender und es ist nicht wie Eis, aber wie gesagt, besser wie Inliner. Wenn man sich das leisten kann und man das Platz hat, ist eine coole Sache, aber wirklich absolut keinen Must-Have. Und dann gibt es auch digitale Produkte wie ein Game Changer oder Teile, die leuchten, die man dann durchmischen kann. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ich weiß, ich habe schon mal einen Game Changer mal ausprobiert bei einem Camp. Es macht ziemlich süchtig und dadurch muss man auch immer schnell reagieren mit den Augen und das ist etwas, die man nicht unbedingt machen kann, wenn man durch Dosen mischen kann. Die kommen natürlich auch mit ihrem Preis, solche Produkte. Deshalb ist es für mich nicht unbedingt ein Must-Have, weil es kostet schon etwas und man kommt sehr gut klar mit Biscuits oder Holzkugel und ein Tor, aber als Ergänzung eine coole, lustige Sache. So, das war's für dieses Sommertraining-Video, aber bestimmt nach so einem Video habt ihr viele Fragen. Also falls ja, stell sie in den Kommentaren. Ich freue mich, sie zu antworten. Jetzt wisst ihr, was ihr braucht, um ein gutes Sommertraining daheim zu machen. Trainiert fleißig. Viel Spaß da draußen bei Marcel's Hockey School.